Hallo zusammen. Mein heutiges Thema ist die Earn-out-Klausel. Das ist eine Klausel, die Sie vereinbaren, wenn Sie Ihr Unternehmen beispielsweise verkaufen, nämlich Aufteilung in einen Festpreis und in einen Erfolgspreis. Mehr dazu bespreche ich heute mit Jörg. Mein Name ist Thomas Breit, Steuerberater aus Hamburg. Ja, moin Thomas, vielen Dank mal wieder für die Einladung. Earn-out-Klausel klingt ja super interessant und du hast was gesagt von Festpreis oder Erfolgspreis. Wie genau wird das denn bitte ermittelt? Ja, wie das ermittelt wird. Du hast einen gesamten Preis. Ich muss also ein bisschen ausholen. Also, du hast erstmal einen gesamten Preis. Ne? Das heißt, du musst ein Unternehmen haben, das hat einen Ertrag. Da muss man sich auf einen Faktor einigen. Also, man hört ja immer in der Hochschule, wo ich ja auch Dozent bin, oh, Capital Asset Pricing Modell und ewige Rente und all so ein Blabla. In der Praxis läuft das dann doch etwas anders. Man einigt sich auf irgendeinen Multiplikator, irgendwas zwischen, weiß ich, 8 bis 12. So, meistens ist das so. Ich will nicht heißen, dass es immer so ist, aber meistens. So, darauf einigt man sich. Also, dann hat man auf den Ertrag mal einen Multiplikator erstmal einen Gesamtunternehmenswert. Okay. Und davon wird jetzt ein Teil, meistens 70% oder 80% als Festpreis gewählt und die anderen 20% sind von den zukünftigen 3 oder 5 Jahren, könnte auch nur ein Jahr sein, abhängig. Das wird dann indexiert und dann kriegst du entweder die restlichen 20% noch ausgezahlt oder sogar vielleicht 25% oder 30%. Okay, und wer ermittelt das für mich? Machst du das oder macht man das zusammen mit dem Finanzamt oder wer macht das? Also die Ermittlung des Unternehmens macht ein Betriebswirt, ein Wirtschaftsprüfer oder jetzt, ich könnte das natürlich auch, weil ich darauf ausgebildet bin. Okay. Ne? Und ja, dann haben wir einen Wert, mit dem würdest du versuchen, dein Unternehmen verkauft zu bekommen. Okay, jetzt habe ich also, der größte Batzen ist der Festpreis, der kleinere Batzen ist dann der erfolgsbasierte Preis. Kriege ich irgendwas zuerst raus und muss dann gucken, dass ich den kleineren Teil dann verkauft kriege erst oder kriege ich dann das Geld erst, wenn ich es verkauft habe? Ja, also es ist so komplex, wie deine Frage ist, so komplex ist auch die Antwort. Ja. Es kommt drauf an. Jetzt okay. Nehmen wir mal ein Beispiel. Ne? Also wir kommen auf, wir haben Unternehmen, Ertrag, mal einen Multiplikator, weiß ich, 10 und dann haben wir einen Unternehmenswert von 1 Million Euro. Okay. So, und dann sagt der Verkäufer, ich will 1 Million haben. Der Käufer sagt, ja, aber ich weiß ja gar nicht, ob dieses Geschäft, was du mir hier verkaufst, nachhaltig 1 Million macht. Das behauptest du, aber das weiß ich nicht. Okay. Und dann sagt der Verkäufer, naja, pass auf, gib mir bitte 80%. Und dann sagt der Verkäufer, naja, weißt du, ich will ja auch, dass du noch 3 Jahre lang bei mir mitarbeitest. Und dann übernehme ich das. Und dann sagt er, okay, pass auf, wenn ich noch 3 Jahre dabei sein soll, dann möchte ich von dir 90% haben, 900.000 Euro und die restlichen 100.000 Euro, das indexieren wir. Also, wenn die Grundlage war ja wohl mal, wenn wir Faktor 10 hatten, bei 1 Million war ja wohl ein Gewinn von oder Jahresüberschuss von 100.000 Euro. Das heißt, wenn das Unternehmen wirklich im Jahr 2 und 3 immer diese 100.000 Euro macht, dann kriegt er die restlichen 200.000 Euro, also 20% oder 10%, 100.000 Euro nachbezahlt. Ist es aber so, dass er mehr als 100.000 Euro macht, zum Beispiel 150.000 Euro, dann kriegt er nicht nur durch eine Dreisatzrechnung nicht 200.000, sondern 300.000, sondern da muss auch ein Gewinn für den Verkäufer drin stecken. Also dann kriegt er vielleicht 400.000 Euro. Umgekehrt, unterschreitet er die 100.000 Euro, macht zum Beispiel nur 50.000 Euro Gewinn, dann kriegt er nicht nur die Hälfte, sondern vielleicht nur 25.000 Euro, so ein Viertel. Also so ist das im Prinzip geregelt, dass es eine Chancen-Risikoverteilung gibt. Und der Festpreis, der ist frei verhandelbar vom Prozentsatz her, hat aber grundsätzlich die Abhängigkeit davon, wie lange bist du noch mit im Boot. Okay. Es muss eigentlich so sein, je länger du mit im Boot bist, desto kleiner ist der Prozentsatz für den Festpreis, aber je größer muss deine Chance in der Erfolgsprämie liegen. Und je kürzer du mit im Boot bist, also im schlimmsten Fall ist ja im Prinzip, du verkaufst und morgen bist du nicht mehr im Unternehmen, dann ist natürlich der Prozentsatz für den Festpreis sehr, sehr hoch, also 90% wäre da gangbar, aber dann ist natürlich deine Erfolgsquote auch gering. Also das darf dich ja nicht hart treffen, wenn auf einmal das Unternehmen den Bach runtergeht. Ja, ja. Du konntest aber gar nichts dafür. Du weißt ja nicht, was der Käufer drauf hat. Ne? Ob der wirklich Unternehmer ist, ob der dein Geschäft versteht. Also so funktioniert das Verhältnis zwischen Festpreis
und Erfolgspreis. Und dann muss ich mir quasi als Verkäufer immer überlegen, was ist für mich das Schlauste im Grunde? Ne? Also wie gehe ich ran? Bleibe ich noch länger im Unternehmen oder haue ich es gleich raus und habe dann das meiste Geld schon in der Tasche? Sehr häufig hast du gar nicht die Wahl. Also die Entscheidung, wie lange du noch in dem Unternehmen bleiben solltest, trifft auch so ein bisschen der Käufer. Weil wenn du das Unternehmen nicht los wirst, weil du sagst, hier hast du es und dann bin ich weg und der Käufer sagt, ja, aber ich muss das doch alles noch kennenlernen, all deine Prozesse, deine Mitarbeiter, bla bla bla, dann bleibt dir ja gar nichts anderes übrig, darüber nachzudenken, willst du es jetzt verkaufen oder nicht? Ja. Und wenn du es verkaufen willst, ja, dann wirst du dich darauf einigen müssen. Und üblich ist natürlich ein halbes Jahr bis 3 Jahre, dass man da so eine Überleitungsarbeit macht. Es geht aber auch 5 Jahre oder 10 Jahre, gut, das ist dann schon utopisch, aber es ist alles, wie gesagt, frei verhandelbar. Und für dich muss es einfach nur wichtig sein, die Parameter, je länger du dabei bist, desto weniger ist der Festpreis, also vom Prozentsatz her, kann nur locker auch mal runter auf 60% gehen, aber die übrigen 40%, die im Erfolg stehen, die müssen entweder ein Riesenreibach für dich werden und auch eine Riesenbelastung für den Käufer. Oder umgekehrt, wenn es nicht so doll läuft, dann hat der Käufer einen Reibach gemacht und du hast leider Verlust dann gemacht, hast das nicht durchsetzen können. Okay. Wie wirkt sich das denn steuerlich aus? Also das ist doch bestimmt auch steuerlich nicht uninteressant, ja, wenn das Festgeld, der Betrag größer ist als der zu erwartende Gewinn oder umgekehrt, ne? Jörg, das ist eine extrem wichtige Frage, weil da gibt es jetzt auch neue Urteile drüber, wie das zu besteuern ist. Also, es gibt ja, grundsätzlich weiß ja jeder, wenn man ein Unternehmen veräußert, auch GmbH-Anteile veräußert, dann bekommt man ja eine Steuerbegünstigung. Da gibt es 2 Formen. Einmal die sogenannte Fünftelregelung oder gibt es so die Hälfte des durchschnittlichen Steuersatzes in der Vergangenheit, mindestens bummelig 26%, 26,7% oder so steht es im Gesetz. Ja. Diesen Emission bekommst du aber nur auf deinen ersten Abschlag, also das ist der Festpreis. Okay. Nachher, 2, 3 Jahre später, was danach kommt, ist kein rückwirkendes Ereignis. Das fällt nicht zurück, fällt nicht in die Begünstigung. Sondern ist neu zu bewerten. Und dann ist es ganz neu, ein ganz neuer Erlös und dann hast du allenfalls die Fünftelregelung, nicht mehr das mit dem halben durchschnittlichen Steuersatz in der Vergangenheit. Ja, also da ist es tatsächlich so, erster Abschlag wird steuerbegünstigt in 2 Optionen, zweiter Abschlag nur noch die Fünftelregelung. Ja. Im schlimmsten Fall wirkt sich das aber genau gar nicht steuerlich aus, weil die Fünftelregelung ist von der Konstitution her so gelagert, dass ein Fünftel deines Gewinnes der persönlichen Besteuerungssatz unterliegt. Dann wieder mal 5, mit lange Rede, kurzer Sinn. Wenn du sowieso den Spitzensteuersatz hast, bringt die Fünftelregelung genau gar nichts. Okay. Also dann kannst du es auch ganz normal laufend besteuern. Aber für wen würde denn so eine Earn-out-Klausel überhaupt Sinn machen? Also für wen kommt das überhaupt in Frage? Ja, meistens ja für den Käufer. Weil der Verkäufer, klar, wenn er einen Preis hat und du sagst, ja, den bezahle ich auf einmal und morgen bist du weg, sagt der Verkäufer auf jeden Fall super. Das ist ja das, was ich will. Ja, klar. Das ist immer eigentlich so die Schutzbarriere für den Käufer. Also um den noch zu binden, und zu sagen, ja, ich glaube dir, was du mir über dein Unternehmen zeigst. Und da wird auch eine Due Diligence passiert sein. Also ich habe jetzt einen Fall gehabt, da waren dann 720 Fragen in der Due Diligence. Wann war die letzte Prüfung? Wann war die Umwandlung? Wie viele Jahre ist die Umwandlung her? Wie viele Mitarbeiter? Wann war die letzte Sozialversicherungsprüfung? Wann war die letzte Steuergestaltung? Also das sind wahnsinnig viele Fragen und dann geht es auch noch in das Rechtliche mit, was für Verträge hast du mit wem, wie lange hast du die Verträge, was für Kunden hast du, wie alt sind die? Also das sind im Prinzip, ist das ein riesen Fragenkatalog, die Due Diligence. Und obwohl das alles positiv ist, führt das gerade dazu, dass der Käufer bereit ist, zu kaufen, heißt noch lange nicht, dass er dir einen Einmalpreis bereit ist zu zahlen und sagen, okay, und ab morgen bist du weg. Ja, okay. Kann passieren, habe ich jetzt auch einen Fall gehabt, haben 25 Millionen Euro bekommen, gekauft, weg. Das kann mal sein. Mussten aber auch darum verhandeln, denn der Käufer wollte eigentlich, dass die auch noch 3 Jahre drin bleiben. Aber das ist Glück. Also das kann der Abort sein, das kann der Abbruch der Verhandlungen sein. Ja. Und auf der anderen Seite, wenn du merkst, oh, das ist sowieso grenzwertig, ich meine, wenn du so ein Grenzgebiet, sowas wie ein Hotel oder Zelteverleih oder einen Zirkus hast, da bist du eigentlich sehr froh, dass das jemand kauft, weil das ist natürlich keine so ein einfaches Gebiet. Ja. Und wenn da jemand sich traut, das zu kaufen, da kannst du dich eigentlich schon mal drauf einstellen, da wird es eine Earn-out-Klausel geben.
Und da wirst du auch drauf eingehen müssen. Ne? Naja. Und dann hast du gar keine andere Wahl, sonst wirst du dein Unternehmen nicht mehr los. Ne? Aber wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist es ja eher eine Versicherung für den Käufer, dass der sagen kann, okay, du bietest mir dein Unternehmen für 1 Million an. Ja. Ich kann gar nicht beurteilen, ob das überhaupt die Million wert ist. Und deswegen behalte ich dich nochmal 2, 3, 4, 5 Jahre im Unternehmen, damit du auch Transparenz mir zeigen kannst, dass der Wert, den ich bereit bin zu zahlen, auch wirklich da ist. Definitiv für den Käufer, weil umgekehrt, wenn du Faktor 10 sagst, du hast 100.000 Euro, Faktor 10 ist 1 Million Euro, kannst du ja genauso gut auch keine Earn-out-Klausel machen, aber das Unternehmen auch nicht verkaufen und machst noch 10 Jahre weiter, dann hast du ja auch deine 1 Million. Ja. Ja klar hast du dafür gearbeitet, aber das ist ja nach Abzug eines Geschäftsführergehalts die 100.000 Euro. Das heißt, du bist für deine Geschäftsführertätigkeit vergütet worden und hast 100.000 erwirtschaftet, wartest 10 Jahre, hast du auch die Million. Ja. Umgekehrt, du kriegst heute die Million, im Prinzip kriegst du einen Vorschuss auf die kommenden 10 Jahre. Und das ist ja für dich als Verkäufer genau richtig, was du haben willst. Ja, aber du musst auch trotzdem beweisen, dass es stimmt, ne? Ja, genau. Nur der Käufer weiß nicht, ich zahle dir jetzt vorschüssig für die nächsten 10 Jahre die prophezeiten Gewinne. Und was ist, wenn das nicht eintritt? Der hat also Muffensausen, der möchte sich absichern, nicht der Verkäufer. Also immer aus der Sicht des Käufers. Okay, also Earn-out-Klausel immer nur mit jemandem an seiner Seite, der auch mal mit drauf guckt, weil ich glaube, auch da ist es wieder sehr komplex und man kann wahrscheinlich Fehler machen, die nicht sein müssen. Ja, genau richtig. Also diese Earn-out-Klausel, also nochmal ganz klar, dieses Beispiel hier war wirklich ausgedacht. Es ist halt auch komplex, es ist ja alles frei verhandelbar. In der Regel hat man auch seinen M&A-Berater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, alles an seiner Seite. Das sollte man auf gar keinen Fall alleine machen. Und dann, es gibt ja nicht nur die Earn-out-Klausel, es gibt ja auch die Put- und Call-Option und. Also gibt es ja noch viel mehr. Und dann hatte ich eben gesagt, Mensch, das kommt immer nur aus der Sicht des Käufers, so ein Wunsch auf ein Teil Festpreis, ein Teil Erfolgsbasis. Kann so sein, aber es könnte auch mal für den Verkäufer von ihm kommen. Ich habe jetzt einen Fall, wo ich gesagt habe, 25 Millionen Euro, die haben das zum 01.01.22 verkauft, 25 Millionen bekommen zu einem Festpreis. Ja, jetzt rief der mich letzte Woche an, der Gesellschafter, der verkauft hat, und sagt, so ein Mist, unsere Firma macht jetzt schon 150% Gewinn im Verhältnis zu dem, warum wir das verkauft haben. Und wenn man das jetzt nochmal für dieses Jahr und nächstes Jahr und übernächstes Jahr, also die 5 Jahre durchzieht, wäre ein Riesenbetrag zusammengekommen, den Sie mehr bekommen haben. Ja, man kann natürlich mit 25 Millionen Euro minus Steuern leben. Auf der anderen Seite, man hätte auch bestimmt 40, 50 Millionen Euro bekommen können, hätte man sich auf die Earn-out-Klausel eingelassen. Wenn Ihnen das hier gefallen hat, würde ich mich freuen, dass Sie meinen Kanal abonnieren. Dann sehen wir uns wieder. Thanks for watching.